Wer hat gesagt, dass ein leckeres Rezept kompliziert sein muss? Picadillo ist so einfach zuzubereiten, dass an sich das Aufwendigste vom ganzen Rezept ist, am Anfang ein paar Zutaten klein zu hacken. Übrigens, das Wort Picadillo bedeutet in vielen spanisch sprechenden Ländern einerseits Hackfleisch, andererseits kommt es aus dem Verb picar, was so viel wie Kleinhacken bedeutet. Und das macht ja auch Sinn, denn zuallererst müssen einige Zutaten klein gehackt werden und anschließend werden sie mit Hackfleisch zusammen angebraten. Es gibt unglaublich viele Picadillo-Variationen, weil fast jedes lateinamerikanisches Land ihre eigenen typischen Rezepte hat. Mir persönlich schmecken die kubanischen und mexikanischen Variationen am besten und dieses kubanische Rezept heute ist meiner Meinung nach einer der besten, wenn nicht das Beste. Nachdem ich 2 Paprikas und eine Zwiebel klein gewürfelt habe, brate ich sie an, bis die Zwiebeln glasig sind. Dabei mag ich 1 bis 2 Prisen Salz hinzuzufügen, das lässt einfach die Zwiebeln schwitzen und der Wasserentzug hat den Effekt, dass die Zwiebeln schneller gebraten werden. Knoblauch kann schnell verbrennen, deswegen gebe ich den erst dazu, wenn die Zwiebeln halbwegs glasig angebraten sind. Danach brate ich alles weiter an unter ständigem Umrühren, bis die Zwiebeln komplett glasig sind. Wenn es soweit ist, dann gebe ich das Fleisch auch dazu. Für Picadillo brauchen wir eine richtig krümelige Konsistenz des Fleisches. Dafür zerstoße ich gerne von Anfang an das Fleisch in der Pfanne, bis ich einfach mit dem Ergebnis zufrieden bin. Ich mische dann noch Salz und Pfeffer bei und daraufhin gebe ich einfach die restlichen Zutaten zu. Und was kommt noch alles rein? Einen Teelöffel Kümmel sowie einen gehäuften Esslöffel edelsüßen Paprikapulver. Dazu noch Oregano nach Geschmack, bei mir ist es ungefähr einen Esslöffel, sowie ungefähr 3 Esslöffeln Tomatenmark. Alles gut umrühren und BÄM! Trockener Weißwein darf bei kubanischer Picadillo nie fehlen. 2 Lorbeerblätter gehören bei mir immer dazu. Danach werfe ich die Kartoffeln rein und füge etwa 500 ml passierte Tomaten hinzu. Die interessantesten Zutaten habe ich für das Ende gelassen. 2 Esslöffel Kapern und eine Handvoll Oliven tragen dazu bei, dass der Picadillo schön aromatisch und geschmacksintensiv wird. Bei der letzten Zutat werden vielleicht einige skeptisch sein, aber glaubt mir, eine halbe Tasse Rosinen rundet den Geschmack perfekt ab. Und das war's. Deckel drauf und vor sich hin köcheln lassen auf mittelniedriger Stufe für ungefähr halbe Stunde. Was optional ist, aber ich sehr gerne mache, ist Picadillo mit frittierten Kochbananen zu essen. Diese Beilage wird in Lateinamerika sehr oft zu deftigen Speisen serviert, allerdings bevorzugen da die meisten Menschen etwas reifere Kochbananen zu nehmen, also wirklich fast schwarz. Das gibt dem Geschmack eine intensivere süßliche Note. Aber ich verrate euch kurz was über mich. Ich bin nicht so ein Süßesser, deswegen nehme ich lieber die Kochbananen nicht so extrem reif. Ihr könnt das für euch selbst entscheiden. Die Zubereitung ist denkbar leicht. Einfach die Kochbananen in 1 cm dicke Scheiben schneiden und danach in geschmacksneutralen Öl frittieren, bis sie schön goldbraun sind. Das hat ungefähr bei mir 3 Minuten pro Seite gedauert. Nach 30 Minuten schaue ich nach dem Picadillo. Wenn die Kartoffeln nicht fertig gewesen wären, hätte ich noch einen Schuss Wasser dazugegeben und weiter 10 bis 15 Minuten noch köcheln lassen. Ich serviere mit einem ganz simplen gekochten weißen Reis, die Kochbananen und ein bisschen klein gehackter Petersilie kommt bei mir noch drauf gestreut.